Moin Leute, mein Name ist Marc und ich performe heute wieder auf dem höchsten Niveau. Achso, nee, hier. Razer Huntsman V2 TKL, höchstes Niveau, die Stars. Los geht's Jungs, bis gleich. Wie mein Kameramann jetzt gerade 20 Mal da rumgefummelt hat, geht es jetzt auch weiter. Ich habe jetzt wirklich 2 Minuten hier gewartet. Er hat irgendwas da rumgemacht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ist auch egal. Die erste Review kennt ihr. Über das Roland Keyboard, über The Evolution of the Click, über the most hated 8K Hertz Keyboard available. Ja, oh. Nee, lassen wir mal. Spaß beiseite, Jungs. Ziemlich laut, lila Switches hatten wir schon von der guten alten Huntsman V2 TKL, dem Riesenbrett mit den V2 Switches. V2 Switches kannte ich schon aus der Mini in Rot. Mega geil gewesen. Das ist die erste Version davon oder die allererste bei Razer gewesen, wo die V2 Switches drin waren. Ich ziehe die mal raus. Das ist jetzt die TKL-Version davon. Quasi die gleichen Switches wie hier, damals schon drin waren, in der alten Version, jetzt nochmal überarbeitet. Bisschen flacher geworden, das gute Stück. Man hat nochmal innen drinne eine Schaummatte reingelegt, um nochmal ein bisschen Sound zu absorben, also ein bisschen Sounddämpfung, Dämmung zu machen. Jetzt hier rote Switches drin, kurz für euch. Vergleich zu den alten roten ohne Soundmatte. Die alte rote ohne Soundmatte wirklich ein bisschen lauter, minimal. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Merkt man aber ganz leicht lauter. Leider gibt es noch keine Mini in der neuen überarbeiteten Version, wo das Keyboard ein bisschen flacher ist, minimal flacher, irgendwas 0,2, 0,3 mm. Generell hat sich ansonsten nicht viel getan. Metallfinish Oberplatte, Plaste-Unterseite mit Füßen, die man zweifach verstellen kann, also 3 Höhenfunktionen, glatt, kleiner Fuß, großer Fuß, braucht kein Mensch, legt die glatt hin, Leute, ist immer noch am besten. Hier war eigentlich schon eine Wrist Rest bei, die habe ich im ersten Review schon gezeigt, aber die ist so scheiße, dass ich gar keinen Bock habe, die nochmal rauszuholen. Das ist doch kein Spaß jetzt oder so, oder kein Joke, die ist wirklich schlecht. Kauft euch eine andere für 20, 30 Euro. Ich persönlich benutze die von Wooting, die ist mega. Ansonsten hatte ich schon viel gesagt. Ich erkläre noch mal ganz kurz dieses Main Feature hier. Warum hier Performance auf höchstem Niveau steht. Warum hier in dieser Software, die wirklich Müll ist, man dann, wenn man das Kabel angeschlossen hat, auf sein Gerät zugreifen kann und dann hier zwischen Tippen und Gaming und 125, 250, 500.000, 2000, 4000, 8000 Hertz wählen kann. Als erstes Tippen und Gaming. Kurz nochmal erklärt der Unterschied. Bei Tippen wird einfach ein Debounce eingefügt per Software. Das heißt, selbst wenn ihr 8000 Hertz benutzt, kommt es nicht zu Doppelklicks. Da wird halt softwaremäßig einfach zwischen 2 und 8 Millisekunden oder vielleicht auch 16, keiner weiß es, weil es nicht dasteht, einfach wie so ein Block eingeführt, wo der halt nur einmal auslöst. Das heißt, wenn ihr tippt, und vielleicht beim Tippen zu langsam seid, so dass er 2-mal oder 3-mal das A schreiben würde, hilft euch dieser Tippmodus mit einem Software-Debounce, also mit 24 oder 18 oder 6 Millisekunden einfach Pause des Signals, dass ihr keinen Doppel- oder Dreifachbuchstaben schreibt. Das hilft euch gegen Tippfehler oder wenn ihr mal abrutscht auf eine andere Taste. Nee, das stimmt nicht, weil wenn ihr abrutscht auf eine andere Taste, löst es auf jeden Fall aus. Hilft halt nur gegen Tippfehler, also gegen Doppel- oder Dreifachbuchstaben. Gaming-Modus ist direkt, ungefiltert, ohne Debounce, sehr wichtig, 0 Millisekunden Debounce, extrem wichtig. Warum? Diese optischen Switches, die roten hier in diesem Fall, lösen im Gegensatz zu den lilanen bei 1,2 mm aus, nicht bei 1,5 wie die lilanen. Die sind nicht taktil, die klicken nicht, die sind linear, die haben also keinen Druckpunkt, den ihr überwinden müsst, dass sie auslösen. Die kann man linear runterdrücken und nach 1,2 mm lösen die aus. Die Technik dahinter sind 2 Sensoren. Einer sendet Licht, der andere empfängt Licht. In der Mitte ist ein Plastischaft, den ihr runterdrückt und der Schaft hat an einer bestimmten Stelle eine Lücke. Da geht das Licht rüber zum anderen Sensor. Da wird das Licht empfangen und dann wird das Signal durchgeschickt. Okay, das sind die Basics von dem Sensor. Diese optische Lösung ermöglicht es diesen LK-Switches, die von einem sehr großen chinesischen Hersteller vor ca. 4 Jahren erfunden wurden, eine Latenz von 0,25 Millisekunden zu haben.
Der klassische mechanische Switch hat mindestens 2, in der Regel 6 bis 8 Millisekunden. 2 sind schon sehr gute mechanische Switches und der hier hat ein Zehntel davon. Schon mal mega geil. Warum ist das geil? Erkläre ich euch jetzt. Im Zusammenhang damit kann man einfach mal höhere Polling-Raten benutzen. Es ist nicht sinnvoll, ein 8000 Hertz Polling, also eine 8000 Hertz Abfragerate oder höher als 1000 bei mechanischen Switches zu nehmen, wo einfach mal der Debound schon 2 Sekunden ist. Warum? 1000 Hertz sind schon Abtast- oder Senderaten von 1,25 Millisekunden. Das muss man dann noch timen zum Ende des Frames hin, dass zum Anfang des nächsten Frames das Signal richtig ankommt. Das ist okay. Könnte man vielleicht noch 2000 Hertz machen, um eine sehr gute Taktung zu machen mit mechanischen Switches. Da ist dann aber auch schon Ende im Gelände, weil da sind wir dann irgendwo schon bei 0,8 ms und bei 4000 sind wir dann irgendwo schon in der Richtung 0,5, 0,4 ms und später sind wir dann bei 8000 irgendwie bei 0,125 ms bei 8000 Hertz. Das ist wild. Das ist eigentlich sogar für die Switches hier zu schnell, aber die Switches sind die einzigen, die in Frage kommen würden, wo es überhaupt Sinn machen würde. Rein theoretisch könnte man hier auf entspannt immer 4000 Hertz spielen, außer man legt es wirklich drauf an und ist extrem schnell unterwegs, kann man 8000 nehmen. Muss man 8000 nehmen? Nicht unbedingt. Macht 8000 Probleme in manchen Spielen vielleicht. Ich habe keins gefunden, nicht mal in Apex gibt es Probleme. In CSGO könnte es Probleme machen. CSGO ist eine richtige Dinosaurier-Engine, Leute. CSGO hat selbst mit 2000 Hertz Polling Rate auf Mäusen mega Probleme, egal wie krass euer PC ist. Seid da also vorsichtig, probiert euch das aus. Ansonsten reguliert das Polling einfach runter, wenn ihr diese Tastatur auch wirklich spielen wollt. Dann macht 2000 oder 4000, testet euch aus, wo die Frames nicht droppen, wo ihr merkt, da kommt kein Stuttering rein. Also ihr merkt es sichtlich, wenn eure Engine oder euer PC es nicht schafft. Oft ist es sehr CPU-abhängig, helfen kann zum Beispiel All-Core Overclocking oder zum Beispiel den Curve Optimizer benutzen bei neuen AMD-CPUs und generell das Undervolting ziemlich straff halten, dass die sehr, sehr gut leisten, die Kerne. Dann kann man das etwas ausgleichen. Ansonsten habe ich eigentlich nichts gemerkt. Bei 8000 Hertz spielen mit den lilanen und mit den roten auch nicht. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, wenn meine 300 € Zaunkönig Carbon Maus rechts gegen die Metallkante knallt und ich einfach gar keinen Bock mehr habe. Das ist das Einzige, was ich gemerkt habe. Ansonsten mega Teil. Nochmal kurz zu 8000 Hertz. Warum 8000 Hertz? Als Erklärung aus dem Mausbereich. Ihr habt einen Kreis mit n vielen Punkten und wenn ihr nur alle 1,2 Millisekunden einen Punkt macht auf diesen Kreis, ist der Kreis weniger rund, als wenn ihr es alle 0,125 Sekunden mit 8000 Hertz macht. Das war die Kurzfassung von der 5-Minuten-Erklärung aus der lila Version. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Generell ist es hier einfach so, das Keyboard macht absolut Sinn. 4.000 und 8.000 Hertz machen hier Sinn. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Hier war quasi der Switch limitiert durch die 1000 Hertz Polling Rate bei der alten Mini. Ich hoffe, es kommt eine neue Mini mit dem etwas flacheren Bild. Ich hoffe auch mit dem Schaumstoff innen drin und ich hoffe auch mit der 8000 Hertz Option. Und was ich noch viel, viel mehr hoffe, was mir mega jetzt nochmal aufgefallen ist, das viel größte, also eigentlich das größte Problem in meinen Augen. Diese 350 Megabyte Software, die im Hintergrund mit 5 Programmen läuft in Prozesslasso, da kann ich auch gerne nochmal reingucken hier, da habe ich auch nochmal richtig Bock drauf. Und wenn ihr die aufhabt, übelst leckt. Ja? Prozesslasso sagt, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Anwendungen von Razer, die an sind. Ja? 3 davon als Administrator ausgeführt. Da gab es schon mal einen schönen Breach, wie ihr wisst, wo man über die Razer Synapse, über Administrator-Modus auf dem PC zugreifen konnte. War ja auch mega geil, war ja ganz tolle Nummer. Großes Problem ist hier, diese Tastatur speichert zwar Makroprofile angeblich auf der Tastatur, aber was sie nicht speichert ist, eure einfachsten Settings. 8000 Hertz, Gaming Mode könnt ihr nicht speichern. Sofern ihr diese Tastatur abzieht, woanders ansteckt, wo kein Razer Synapse läuft, oder ihr an eurem PC die anmacht und Razer Synapse ist aus, funktioniert es nicht mehr. Die RGB-Beleuchtung, die ihr eingestellt habt, ist nicht mehr an. Ich habe hier Feuer an, die ist dann direkt aus. 8000 Hertz ist aus, das ist 1000 Hertz Standard und Typing-Modus drin. Was soll das? Das ist ein 170, 160 € Produkt und es hat keine fucking 8 Kilobyte PROM-Speicher oder so, oder einen kleinen CPU, einen kleinen Speicher irgendwo auf der PCB, um das abzuspeichern. Ist das ein Spaß oder was?
Das ist mir nochmal danach, nach der ersten Review mit der Lilan richtig aufgefallen. Jetzt bei der roten geht es mir sogar mittlerweile mega auf den Sack, weil es macht doch keinen Sinn. Ich will keine Software von Razer im Hintergrund laufen haben, die ungefähr 12 Megabyte, nee, die hat mehr. Die hat 100 Megabyte ungefähr im Hintergrund läuft, ja, einen Haufen Prozesse offen hat, 5 Stück davon, 3 davon als Administrator. Ich will das aus, ich will so wenig wie möglich auf meinem PC laufen haben, ich will Low Latency. Ich habe eine 8000 Hertz Tastatur gekauft, weil ich Low Latency spielen will und das funktioniert nicht, Razer, mit eurer scheiß Software. Wenn die offen ist, leckt meine Maus. Hier, meine Maus ruckelt. Hier, da, die springt. Jetzt macht die Scheiße zu hier. Von euch, da. Ich schließe nur das Fenster, das rechts unten noch an. Oh, meine Maus läuft flüssig. Was ist denn das für eine Software, Mann? Wer hat die denn programmiert? Garantiert nicht der Typ, der die 8K Hertz Razer Viper gemacht hat. Der scheint ja ein Genie zu sein. Aber der Typ, der die Software gemacht hat, der braucht nochmal ein Semester irgendwas Studium C+ oder so. Also, bitte ändern. Software ändern, Standalone Software machen, Programmierbarkeit, einen PROM, einen EEPROM, bitte auf das Board machen, auf die PCB, so dass man sein Profil da speichern kann und ohne Software spielen kann. Danke, Razer. Macht er eh nicht, weiß ich. Ansonsten, Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, Wahl immer Strahl. Mit der Tastatur könnt ihr das machen, wenn ihr TKL feiert. Ich warte auf die Mini, um dann noch härter zu geben als ihr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.